Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, er ist endlich fertig. Der Big Creighton Mojave. Ja, vom Mojave hat er nicht mehr viel. Es ist eher ein Creighton 1:7. Combo ist auch mittlerweile eingetroffen. Ja, wir haben den TP-Motor, den 4070. Das sind jetzt nicht die Maße von dem Motor, weil das sind schon 100 müsste das sein. 1800 kV Motor und wir haben die Mamba Monster X8S. Ja, die soll da rein und ja, ich hoffe, dass ihr nicht direkt die ganze Karre sprengt. Also die Platte, da habe ich keine Bedenken, die wird es schon packen, ne? Aber ja, die Diffs, ich schätze mal, wir müssen auf die neuen Diffs umrüsten. Mit den Originalen wird es wohl nicht lange halten. Ja, lang genug gequatscht. Gehen wir zu den Aufnahmen, also zu den Aufbauaufnahmen. So, da ist sie, die neue Mojave Platte. Oder ja, Big Creighton. Also Creighton 1:7. Hier ist mir der Fräser einmal kurz abgehauen. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. Ja, kleinen Abdruck, aber ja gut, halb so wild. Ich habe die nochmal geschliffen, weil hier waren diverse Kratzer drauf und ein paar Spuren, die man immer noch sieht. Aber gut, die wird nach der ersten Fahrt eh nicht mehr so aussehen. Ja, zum Vergleich die Original Mojave Platte. Es ist ein bisschen breiter geworden. Hier hinten haben wir ein Stückchen, ja, ein bisschen länger, dadurch, dass man die Position hier treffen musste, ist der Winkel hier natürlich auch anders. Musste mit dem Ganzen ein Stück hier zurück. Und ja, noch ein paar Sachen umgeändert, wie zum Beispiel die vordere Brace. Dazu kommen wir aber gleich, ich erkläre euch das noch. Die hintere Brace und natürlich die Motorposition, die ist halt anders. Ja, kommen wir zum Aufbau, würde ich sagen. So, ich habe schon mal ein bisschen was vormontiert und zwar gehe ich hinten her und verpasse den 2 Braces. Eine habe ich gekauft, die andere habe ich eben schnell gefräst. Hier kommen noch die Öffnungen wie bei der rein, bloß jetzt zum Erstellen von dem Chassis, von dem Layout reicht das erstmal so. Genauso wie vorne. Die habe ich auch vormontiert schon. Ich habe hier die Brace, das hat nicht ganz gepasst. Die ist eigentlich hier auf der Seite. Ich habe die Platte einfach um 180 Grad gedreht. Somit rutscht die auf die Seite. Und wir haben da Platz zwischen Motor und der Welle. Da braucht die Brace da, ja, dann stört die da nicht mehr. Empfängerbox habe ich jetzt hier mit dran geschraubt. Hier ist noch eine Hülse drin, eine Metallhülse. Das heißt, die kann man richtig anknallen, festmachen und ja, wird nicht jetzt hier auf diesem Plastik, weil das Plastik, das arbeitet sich dann ein und dann löst die Schraube sich. Deswegen habe ich hier drunter noch eine Hülse drin. Ja. So, vorderes und hinteres Teil. Ja, ich montiere erstmal die Teile auf die Platte und dann machen wir weiter. So, der erste Schritt ist abgeschlossen. Braces sind verschraubt. Ja, hier hinten habe ich mir überlegt, 2 Stück reinzumachen. Ja, hat jetzt keinen besonderen Grund. Ich finde das halt einfach schöner mit 2. Ist ein bisschen stabiler. Vorne haben wir durch die Lenkung und so, ist das eh viel steifer hier vorne. Deswegen habe ich den vorne auf ganz normal auf eine gelassen. Aber hinten
dachte ich mir, besser 2. Ja, als nächstes kommt noch eine Versteifung dazu. Ich weiß, das ist wieder viel zu übertrieben alles. Ja, aber naja. Ich mag es halt gerne stabil. Der wird eh nochmal zerlegt, von daher, ich baue den jetzt erstmal einmal auf. Der wird noch hier mit angeschraubt. Da wir hier, ja, hier ist die Brace schon ziemlich klar am Mitteldiff. Bloß hier fehlt ein ganzes Stück. Gut, das ist 70-75er, was soll da flexen? Lass es doch flexen, aber nee. Ich habe hier noch das Stück, das schraube ich noch mit da rein und ja, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann sollte da eigentlich nichts mehr mit passieren. So, der nächste Schritt wäre dann das Mitteldiff. Einmal die Antriebswelle hinten, die lange. Mal die kürzere nach vorne. So. Ja, das Mitteldiff ist jetzt auch mittig angeordnet. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall genügend Platz. Jetzt dadurch, dass wir den Empfängerbox hier oben drauf montiert haben, haben wir hier für einen langen Motor richtig viel Platz. Dann könnte man auch so ein, müsste ich gleich mal messen, aber ich schätze mal so ein 100er Motor oder sowas dürfte da ohne Probleme reinpassen. Ja, dann kommen wir zum Servo. Geplant war der so. Das heißt, wenn der Servoarm da drauf kommt, ja, ist nicht ganz eine Flucht, hier müsste ein bisschen weiter darüber. Dafür hätte ich aber die vordere Brace weiter hier rüber und dann wäre die wieder zu nah an der Welle gewesen. Und deswegen sind die halt leicht versetzt. Optimal wäre das gewesen, wenn die auf einer Höhe gewesen wären. Wir könnten mal gucken, ob wir so... Nee. Wobei, so könnte das auch schon klappen. Ja, aber ich denke, ich werde den so lassen. So rum. Mit den kleinen Armen, mit den Originalen passt das leider nicht mehr. Dafür hätte der noch ein bisschen weiter nach vorne gemusst, aber dann haben wir hier Probleme mit der Seitenwanne hier. Dann kommen wir hier an der Ecke dran. Hier einfach einen längeren Hebel und dann passt das auch schon. So, das Servo ist auch montiert. Den Arm machen wir später. Ja, jetzt können wir die Seitenteile montieren. Da sieht man auch das Problem. Kommen halt hier dran. Deswegen kann ich hier nicht weiter zurück. Und gleich werden wir sehen, dass wir hier mit dem Batteriefach wegen der Kante nicht weiter vor können. Und ja, deswegen bin ich halt bei diesem Kompromiss ja, stehen geblieben. So, Seitenteile sind auch fest. Ja, es können eigentlich jetzt die Akkufächer rein. So, Akkufächer habe ich hier so geflickte, reparierte. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich blende euch das mal ein, falls ihr das mal sehen wollt. So, bei den einen Akkufach habe ich den, hier ist ja für den Balancerkabel dieser Halter, den habe ich jetzt so mal entfernt, da der mich hier ein bisschen gestört hat beim Mitteldiff. Und ja, den habe ich entfernt. Auf der Seite geht das ohne Probleme. Aber wie gesagt, hier hat er mich gestört und deswegen habe ich den abgeschnitten. Und ja, jetzt sehen wir auch schon da. Die Kante hier, die kommt hier dran. Andersrum sind wir hier viel zu eng
beziehungsweise eine Seite würden wir hinkriegen, aber die andere Seite dann halt nicht, da die Verschraubungspunkte etwas versetzt sind. Das heißt, ja, wenn wir den jetzt auf der Seite hätten wir den montieren können, da guckt das Seitenteil hier drauf und hier wird er dann festgemacht. Aber auf der Seite würde es nicht funktionieren, weil die Punkte halt hier sind und dann wäre das hier und ja, dann hätten wir auf der schrägen die Bohrungen. Das ging nicht und deswegen habe ich das so gemacht. Ja, ich schraube mal die Akkufächer fest. Ja, und ja, dann sind wir auch schon quasi fertig. Ich muss mal gucken, was der Kollege, der ist unterwegs, was der für einen Regler bringt. Eventuell machen wir den Regler dann noch fest. Das heißt, hier noch 2 Bohrungen oder so, je nachdem welcher Regler. Man könnte natürlich auch die Bohrungen von den Originalhalter machen. Ja, Flex. Ja, Flex. Der Begriff ist ja leicht vorhanden, aber auch nur ganz leicht. Ja, ich schätze mal, das wird ganz gut. Also wenn der hier mal durch die Luft fliegt, dann werden wir sehen, ob es was gebracht hat. Mit der Platte war das eigentlich auch schon ganz okay, aber ich denke mal, so ist es auf jeden Fall 100%ig. Ja, das war's dann von der RC-Werkstatt von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.